Sicherlich haben viele von Ihnen den amerikanischen Psychothriller »Das Kind der Dunkelheit« gesehen. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Ehepaar, das nach dem Tod seines ungeborenen Kindes ein 9-jähriges Mädchen aus einem Kinderheim adoptiert. Am Ende stellt sich heraus, dass das Mädchen ganz und gar nicht die ist, für die sie sich ausgegeben hat. Und das ist keineswegs eine Erfindung. Die Figur Esther hat ein Vorbild. Die heutige Geschichte begann in der kleinen Marktstadt Kurzym im Südosten Tschechiens. Dort lebten nur etwa 11.000 Menschen. Es war eine unscheinbare Stadt, bis sich dort ein schrecklicher Vorfall ereignete. Am Morgen des 7. Mai 2007 war Edward, der Familienvater, in Panik. Seine Frau lag in den Wehen und er wartete jeden Moment auf einen Anruf aus dem Krankenhaus. Edward war zu Hause und versuchte, sich mit verschiedenen Tätigkeiten abzulenken. Er saß im Kinderzimmer und stellte das Babyphone ein. Es war das beste Modell, das Edward und seine Frau sich leisten konnten. Der Mann schloss den Empfänger an den Monitor an, stellte ein klares Bild ein und erwartete, das Kinderbett zu sehen, das er den ganzen Tag lang aufgebaut hatte und das direkt vor ihm stand. Aber der Bildschirm zeigte etwas ganz anderes als das, was Edward mit eigenen Augen sah. Das Bild auf dem Empfänger stimmte nicht mit der Realität überein. Anstelle des Kinderbettes sah der Mann einen Jungen im Alter von 6 oder 7 Jahren. Dem düsteren Raum nach zu urteilen, befand sich das Kind in einem Keller. Der Junge wirkte ruhig, aber seine Hände waren mit Klebeband gefesselt. Er trug keine Kleidung. Er war völlig nackt. Edward drehte am Knopf des Empfängers und das Bild änderte sich schließlich und zeigte das Kinderzimmer in seinem und dem Haus seiner Frau. Diesmal war alles in Ordnung. Edward entschied, dass es sich um eine Störung gehandelt hatte und versuchte, das seltsame Bild zu vergessen. Möglicherweise hatte der Empfänger ein fremdes Signal empfangen, das nichts mit der Realität zu tun hatte, aber das Bild ging ihm nicht aus dem Kopf. Der Mann versuchte zu verstehen, was passiert war, woher das Kind auf dem Monitor statt des Kinderzimmers im Keller gekommen war, aber er fand keine Erklärung dafür. In diesem Moment klingelte das Telefon. Das Krankenhaus teilte ihm mit, dass seine Tochter geboren worden war und dass es seiner Frau und dem Baby gut ging. Der frisch gebackene Vater machte sich sofort auf den Weg zum Krankenhaus. Als er nach Hause zurückkehrte, versuchte er erneut, die seltsame Übertragung aus dem fremden Keller zu empfangen. Edward drehte den Regler des Empfängers, bis ein Junge auf dem Monitor erschien. Obwohl bereits mehrere Stunden vergangen waren, waren seine Hände immer noch gefesselt. Edward war sich der Schwere dessen bewusst, was auf dem Bildschirm des Babyphones zu sehen war. Er drückte auf die Aufnahmetaste für den Fall, dass er das Signal verlieren oder etwas passieren würde. Dann rief der Mann die Polizei an und erzählte, dass er beim Anschließen des Geräts zufällig auf den Keller eines Fremden gestoßen war, in dem ein Kind festgehalten wurde. Die Polizei reagierte sehr schnell. Edward hoffte immer noch, dass es sich um einen Irrtum handelte und sich die Situation bald zum Besten wenden würde. Aber da es so aussah, als würde der Junge gewaltsam im Keller festgehalten, durfte man kein Risiko eingehen. Der Mann zeigte den herbeigerufenen Beamten das seltsame Bild auf dem Bildschirm des Babyphones und schilderte noch einmal die Situation. Die Polizisten konnten so etwas nicht ignorieren und begannen sofort zu handeln. Da das Signal des Babyphones normalerweise ziemlich schwach ist, musste die Quelle irgendwo in der Nähe sein. Edward berichtete, dass er den Jungen aus dem Keller noch nie zuvor gesehen hatte. Er wusste, dass die Nachbarn eine Tochter im Teenageralter und 2 kleine Söhne hatten, aber er hatte sie schon lange nicht mehr gesehen. Die Polizisten beschlossen, die Häuser der Nachbarn zu überprüfen, aber sie mussten nicht weit gehen. Im ersten Haus wurden sie von der 30-jährigen Klara Maurowa und ihrer 32-jährigen Schwester Katharina Maurowa, einer Sozialarbeiterin, empfangen. Die Frauen waren sehr freundlich. Sie erklärten, dass nur ihre 13-jährige Adoptivtochter Annika im Haus wohne, die nicht gerne mit Fremden spreche. Die Polizisten baten um Erlaubnis, das Haus zu durchsuchen. Obwohl dies den Hausbesitzerinnen nicht gefiel, willigten sie ein. Als sie das Haus durchsuchten, fanden die Beamten das Mädchen nicht, aber ihre Aufmerksamkeit wurde auf eine verschlossene Kellertür im hinteren Teil des Gebäudes gelenkt. Klara sagte, sie sei nie hinuntergegangen, weil der Hausbesitzer ihr keinen Schlüssel gegeben habe. Die Polizisten gingen, ohne den Frauen ganz zu glauben. Als sie zu Edwards Haus zurückkehrten, baten sie erneut darum, den Monitor einzuschalten.
Beim Durchspulen des Filmmaterials fiel den Beamten etwas Ungewöhnliches auf. Auf der Aufnahme war dieselbe Musik zu hören wie im Haus der Schwestern. Als sie den Lautstärkeregler auf volle Lautstärke drehten, hörten sie die Stimme von Clara und die Stimme eines der Beamten. Es war genau das Gespräch, das sie wenige Minuten zuvor mit Edwards Nachbarin geführt hatten. So erfuhren sie, dass die Kamera, deren Bild zufällig auf dem Bildschirm des Babyphones zu sehen war, im Haus der Maurovas installiert war. Die Polizisten kehrten sofort zu Claras Haus zurück und verlangten, in den Keller gelassen zu werden. Sie waren sich sicher, dass der Unbekannte genau dort festgehalten wurde. In diesem Moment erschien Claras 13-jährige Adoptivtochter Anika vor der Tür. Das Mädchen sah jedoch deutlich jünger aus, als sie war. Anika kroch auf allen Vieren und schrie »Mama!« wie ein ganz kleines Kind. Anstatt zu ihrer Pflegemutter Clara zu gehen, klammerte sie sich wie ein Säugling an Katharina. Die Polizisten vermuteten, dass Anika möglicherweise Entwicklungsstörungen hatte und versuchten weiter, die Kellertür aufzubrechen. Doch plötzlich sprang das verängstigte kleine Mädchen mit großen, vertrauensvollen Augen auf und warf sich zwischen die Polizisten und die Tür, um sie daran zu hindern. Schließlich mussten die Beamten Handwerker mit Werkzeugen herbeirufen, um in das Untergeschoss des Hauses der Schwestern Maurova zu gelangen. Sobald sich die Kellertür öffnete, wurden alle Anwesenden von einem unerträglichen Gestank überwältigt. Dann bot sich den Rettungskräften ein schrecklicher Anblick, den keiner von ihnen jemals vergessen wird. In dem dunklen, schmutzigen und feuchten Keller lag ein kleiner Junge. In Wirklichkeit sah die Situation viel schlimmer aus als auf dem winzigen Bildschirm des Babyphones. Er hieß Andrei Maurov. Er war der 8-jährige Sohn von Clara, aber er war nicht allein. Die Polizisten fanden auch einen anderen Jungen, Andreis älteren Bruder, den 10-jährigen Jakob. Die Bedingungen im Keller waren entsetzlich. Die Jungen waren unterkühlt und stark geschwächt, aber trotzdem waren beide ruhige und freundliche Kinder. Als die Retter sich Andrei näherten, hob er einfach den Blick und lächelte. Clara und Katharina wurden sofort wegen Misshandlung in Gewahrsam genommen. Die Geschichte der beiden minderjährigen Opfer, die im Keller eingesperrt waren, wurde sofort öffentlich bekannt. Reporter strömten in die zuvor ruhige Kleinstadt, um sich das Haus des Grauens mit eigenen Augen anzusehen. Keine nationale Nachrichtenagentur ließ diesen Fall unbeachtet. Die Geschichte löste Entsetzen und Verwirrung aus. Wie konnte jemand seinen eigenen Kindern so viel Schmerz und Leid zufügen? Die Kinder wurden in ein Kinderheim gebracht, um ihren körperlichen und psychischen Zustand zu beurteilen. Sie erwiesen sich als erstaunlich widerstandsfähige, freundliche und höfliche Kinder. Sie freuten sich über Spielzeug und waren bereit, Neues zu lernen. Anika hingegen, obwohl sie älter war als ihre Brüder, benahm sich wie ein verwöhntes Kind. Sie bekam Wutanfälle und verlangte weiterhin beharrlich, Clara und Tante Katharina zu sehen. Die Polizisten vermuteten, dass Anika in ihrer Entwicklung zurückgeblieben war. Möglicherweise war das Mädchen, genau wie ihre jüngeren Brüder, Opfer von Gewalt geworden. Dann geschah etwas Unerwartetes. Anika verschwand. Die 13-Jährige floh aus dem Kinderheim. Sie kletterte aus einem Fenster, das ein Kind kaum hätte öffnen können, und verschwand. Eine groß angelegte Suche begann. In der Zwischenzeit versuchten Polizei und Sozialarbeiter verzweifelt, von Jakob und Andrei herauszufinden, was in ihrem Haus vor sich ging und warum die beiden Söhne von Clara im Keller eingesperrt waren. Die Ermittler konnten nur teilweise rekonstruieren, was in den letzten Jahren geschehen war. Und es waren Schrecken, die jedes Vorstellungsvermögen überstiegen. Was die Jungen durchgemacht hatten, war viel schlimmer, als man sich vorstellen konnte. Die Familie, in der Clara und Katharina aufgewachsen waren, war sehr religiös. Sie gingen jeden Sonntag in die Kirche, die Mädchen besuchten die Sonntagsschule und wurden streng nach den 10 Geboten erzogen. Während ihrer Teenagerzeit wurde das Interesse der Schwestern an Religion etwas extrem. Die Mädchen begannen Träume zu haben, in denen sie auserwählt waren, aber Clara glaubte, dass gerade sie dazu bestimmt war, Gottes Mission zu erfüllen. Sie sprach ständig darüber und glaubte, dass sie göttliche Kräfte habe und dass sie in diesem Leben etwas Größeres erreichen müsse. Eines Tages erwischten ihre Eltern sie dabei, wie sie versuchte, ihre Schwester Katharina mit einem Kissen zu ersticken und behauptete, sie könne sie anschließend selbst wieder zum Leben erwecken. Glücklicherweise griffen die Erwachsenen ein, bevor es zu einer Tragödie kam.
In der Schule bemerkten Lehrer und Sozialarbeiter, dass die Mädchen ungewöhnliche Symptome zeigten. Clara und Katharina behaupteten, übermenschliche Kräfte zu besitzen und von Gott auserwählt zu sein. Diese Aussagen gaben Anlass zur Sorge. Der Verdacht verstärkte sich, als die Mädchen Halluzinationen bekamen. Die Pädagogen vermuteten, dass Clara und Katharina eine psychische Erkrankung entwickelt hatten und rieten den Eltern, ihre Töchter von Fachärzten untersuchen und gegebenenfalls behandeln zu lassen. Die Mutter von Clara und Katharina lehnte diese Idee jedoch kategorisch ab. Sie wollte nichts von möglichen Problemen hören und weigerte sich rundweg, die Mädchen zu einem Psychiater zu bringen. Stattdessen nahm die Mutter ihre Töchter von der Schule und wechselte sie in eine andere Bildungseinrichtung. So verschlechterte sich der psychische Zustand der Schwestern, der wahrscheinlich mit einer Störung zusammenhing, ohne Behandlung weiter. Mitte der 90er Jahre wurde Clara 18 Jahre alt. Aus irgendeinem Grund entfernte sie sich von ihrer Familie und brach den Kontakt zu ihrer Schwester Katharina ab. Zur gleichen Zeit begann sie eine Beziehung mit einem erwachsenen Mann namens Radek, die bald in eine Ehe mündete. In dieser Zeit bekam das Paar 2 Kinder, Jakob und Ondrej. Anfangs war ihre Familie glücklich. Sie lebten in einer Wohnung. Clara studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität und fand anschließend eine Stelle als Sekretärin. Alles lief wunderbar. Clara war ihren Söhnen eine großartige Mutter. Die Jungen wuchsen in Wohlstand auf, umgeben von Fürsorge und Aufmerksamkeit. Ihr Vater Radek war ein fürsorglicher und liebevoller Ehemann. Das Familienleben war glücklich und harmonisch. Wie bereits erwähnt, gab es jedoch Vermutungen, dass Clara an einer nicht diagnostizierten psychischen Störung litt. Einige Jahre später, als die Frau 26 Jahre alt wurde, begann sich ihr Zustand zu verschlechtern. Sie hatte wieder Wahnvorstellungen und Visionen, dass sie eine Mission Gottes erfülle. Clara begann zu glauben, dass ihr Mann und ihre Kinder sie von dieser Mission ablenkten und sie daran hinderten, ihre Bestimmung zu erfüllen. Sie begann, ihrem Mann ihre Unzufriedenheit mitzuteilen, was zu zahlreichen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen führte. Schließlich hielt ihr Ehemann es nicht mehr aus und reichte die Scheidung ein. Clara nahm die Kinder mit und zog überraschend für alle wieder bei ihrer Schwester Katharina ein. Sie zogen in eine eigene Wohnung und zunächst schien es, als hätte die Scheidung der Eltern keinen besonderen Einfluss auf die Kinder gehabt. Aber mit dem Auftauchen von Annika änderte sich alles. Annika stammte aus Norwegen. Claras Schwester Katharina lernte das Mädchen 2006 kennen, als sie als Sozialarbeiterin tätig war. Annika war schon in jungen Jahren zur Waise geworden. Ihre beiden Eltern waren gestorben. Sie kam in mehrere Kinderheime, wo sie grausame Gewalt erlebte, und wurde dann an Kinderhändler verkauft, wo sie Opfer schrecklicher Misshandlungen und Folterungen wurde. Eines Tages gelang ihr die Flucht. Sie war in Sicherheit. Bald stellte sich jedoch heraus, dass das Mädchen an Leukämie litt und kaum eine Chance hatte, älter als 16 Jahre zu werden. Ihr Gesundheitszustand war äußerst prekär. Als Katharina von dem schweren Schicksal und den gesundheitlichen Problemen des Mädchens erfuhr, hatte sie Mitleid mit ihr und überzeugte ihre Schwester Clara, Annika zu adoptieren, um ihr Fürsorge und Unterstützung zu bieten. Außerdem fand Katharina einen Facharzt für das Mädchen, der es regelmäßig untersuchte und Empfehlungen zur Behandlung gab. Obwohl Clara Annikas Adoptivmutter war, verbot ihre Schwester ihr, ihre Tochter ins Krankenhaus zu bringen. Diese Aufgabe übernahm Katharina vollständig. Der Arzt kommunizierte mit Clara nur per Telefon und E-Mail und schickte ihr Nachrichten und E-Mails mit Anweisungen, wie sie Annika pflegen und ihre Beschwerden behandeln sollte. Während eines längeren Krankenhausaufenthalts des Mädchens rief der Arzt beispielsweise die Pflegemutter an und sagte ihr, sie müsse mit Annika sprechen, obwohl diese bewusstlos war und ihn kaum hören konnte. Clara tat alles, um ihr zu helfen, obwohl sie nicht verstand, wozu das gut sein sollte. Aber das war noch nicht die seltsamste Anweisung, die der Arzt Clara Maurowa gab. Lange Zeit schien es, als wüsste Katharina viel mehr über Annikas Zustand als ihre Pflegemutter. Katharina brachte das Mädchen ins Krankenhaus, traf sich ständig mit dem Arzt, aber Clara nahm das gelassen hin und überließ es ihrer Schwester, sich um ihre neu gewonnene Nichte zu kümmern. Eines Tages schrieb der Arzt der Adoptivmutter eine SMS. Damit Annika sich von ihrer traumatischen Vergangenheit erholen könne, müsse man ihr viel Liebe, Zuneigung und Aufmerksamkeit schenken.
Man müsse ihr öfter sagen, wie wunderbar sie sei, sie jeden Tag loben und ihr Geschenke kaufen. Clara tat alles, was in ihrer Macht stand. Man hatte das Gefühl, dass die Schülerin, nachdem sie in ihrer Pflegefamilie angekommen war, beschlossen hatte, ihren Eltern alles abzuverlangen, was sie nur konnte. Obwohl Annika keine medizinischen Probleme mit ihren Beinen hatte, verlangte sie ständig, dass man sie wie ein kleines Kind auf den Armen trug. Wenn Clara ihr etwas verweigerte, bekam das Mädchen explosive Wutanfälle. Sie drohte auch, sich das Leben zu nehmen, wenn sie nicht bekam, was sie wollte. Das Schlimmste war, dass der Spezialist, der die Teenagerin wegen Leukämie behandelte, dieses Verhalten noch förderte. Eine der Anweisungen des Arztes lautete, Annika jeden Abend eine Ganzkörpermassage zu geben, wobei den Intimzonen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Die Pflegemutter tat, wie ihr geheißen. Der Arzt erklärte jedoch, dass die Behandlung nicht helfe, weil Claras Söhne, die damals 5 und 7 Jahre alt waren, das Mädchen schlecht behandelten. Annika selbst schien eine extreme Abneigung gegen die beiden anderen Kinder zu empfinden. Sie wollte nicht, dass ihre Mutter ihren leiblichen Söhnen Aufmerksamkeit schenkte und der Arzt unterstützte die junge Patientin erneut. Der Arzt sagte Clara direkt, dass sie ihre Söhne strenger erziehen müsse. Annika leide angeblich unter der negativen Einstellung, was ihre Genesung verzögere. Insgesamt riet der Arzt der Frau, ihre Söhne häufiger körperlich zu bestrafen. Nur so würde ihre Adoptivtochter Ruhe finden und gesund werden. Und Clara begann, Ondrej und Jakob zu bestrafen. Zunächst waren es Kleinigkeiten. Die Jungen mussten stundenlang an einem Ort knien, ohne sich bewegen zu dürfen. Sie wurden in einem Schrank, ohne Licht, ohne Essen und ohne Toilette eingesperrt. Sie wurden für das kleinste Vergehen geschlagen. Obwohl die Intensität der Strafen ständig zunahm, bestand der Arzt darauf, dass dies nicht ausreichte und dass die Mutter sie stärker schlagen müsse. Und so begann Clara, ihren Söhnen mit noch größerer Grausamkeit zu begegnen. Dann wurde Clara davon überzeugt, dass Ondrej und Jakob echte Monster seien und dass sie vergessen müsse, dass es ihre eigenen Kinder seien. Annika beschwerte sich ständig bei ihrer Pflegemutter, dass die Jungen grob zu ihr seien, worunter sie sehr litt. Sie selbst bestand jedoch darauf, dass Clara sie stärker schlagen sollte. Unglaublich. Aber die Frau gehorchte und begann, ihre Söhne für die geringsten Vergehen körperlich zu bestrafen. Aus irgendeinem Grund glaubte Clara immer Annika und begann allmählich, sich von ihren eigenen Kindern abzuwenden und sich in allem auf die Seite ihrer 13-jährigen Adoptivtochter zu stellen. Clara vernachlässigte nicht nur ihre Söhne und konzentrierte ihre ganze Aufmerksamkeit auf Annika, sondern hörte auch auf, sich um sich selbst zu kümmern, sich normal zu ernähren und ihr Aussehen zu pflegen, duschte nicht mehr, verlor stark an Gewicht und sah aus wie ein Schatten ihrer selbst. Sie schlief nur noch 3 Stunden pro Tag, hatte keinen Kontakt mehr zu Freunden und Verwandten. Und das alles wegen eines Teenagers, der zwar noch ein Kind war, sich aber sehr berechnend verhielt. In den Augen der 13-jährigen Schülerin spiegelte sich eine reiche Lebenserfahrung wider, die darauf hindeutete, dass sie in ihrem Alter schon viel mehr gesehen hatte als manche Erwachsenen. Aber auch das reichte noch nicht aus. Der Arzt, der Annika behandelte, sagte, dass Jakob und Ondrej eine Schocktherapie bräuchten. Zunächst riet der Arzt Clara, die Jungen vor äußeren Einflüssen zu schützen. Das bedeutete, dass sie aus der Schule genommen werden mussten. Clara tat genau das. Nun wurden ihre Söhne zu Hause unterrichtet und durften keinen Kontakt zu anderen Familienmitgliedern haben. Den Jungen wurde verboten, ihren Vater zu sehen, den sie jedes zweite Wochenende trafen, sowie ihre Großeltern, denen sie unglaublich nahe standen. Auf Anweisung des Arztes brachte Clara ihre beiden Söhne in ein Cottage mitten im Wald, und dort begann für die Jungen die Hölle. Der Arzt nannte diesen Ort ein Umerziehungslager. In diesem Ferienhaus lebten 3 Personen: der 29-jährige Jan Tarek, die 26-jährige Hanna Bassova und der 23-jährige Jan Skrylov. Sie waren die sogenannten Betreuer. Während Clara, Katharina und Annika bequem schliefen und eine schöne Zeit verbrachten, mussten die Jungen in Hundekäfigen schlafen, in denen sie nicht einmal aufrecht stehen konnten. Jakob und Ondrej wurden praktisch nicht ernährt, sodass sie sich nicht einmal wehren konnten, und man stülpte ihnen Säcke über den Kopf und schlug sie mit allem, was gerade zur Hand war.
Man kratzte ihnen mit spitzen Gabeln die Haut auf, drückte Zigaretten auf ihnen aus, tauchte ihre Köpfe wiederholt in Eimer mit Wasser oder übergoss sie mit kochendem Wasser. Diese grausamen Strafen wurden von 3 Betreuern, die in der Hütte lebten, sowie von Annika und Katharina vollstreckt. Später schloss sich ihnen auch Clara an, die so sehr einer Gehirnwäsche unterzogen worden war, dass sie in ihnen nicht mehr ihre eigenen Söhne sah. Jetzt sah Clara in ihnen kleine Höllenwesen und tat alles, um sie auf den rechten Weg zu bringen. Sie wurden nicht nur körperlich, sondern auch seelisch gequält. Man wollte sie gegeneinander aufbringen. Sie wurden gezwungen zu kämpfen und sich gegenseitig zu verletzen. Einmal wurde der Ältere gezwungen, sich ein Grab zu schaufeln und sich darin zu legen und sich totzustellen. Dann holten sie den Jüngeren und überzeugten ihn, dass er an allem schuld sei, woraufhin sie ihm befahlen, das Grab mit Erde zuzuschütten. Das war sehr beängstigend. André brach in Tränen aus. Man beruhigte ihn mit der Aussicht, dass sein Bruder wieder zum Leben erweckt werden könne. Aber nur, wenn sich der Jüngere gut benehmen würde. Kurz nachdem Jakob und André im September 2006 aus dem Ferienhaus zurückgekehrt waren, wo sie mehrere Monate verbracht hatten, begann Clara mit der offiziellen Adoption von Annika. Tatsächlich hatte das Adoptionsgericht die echte Annika nie gesehen. Stattdessen brachte Katharina die Tochter einer Nachbarin mit zur Verhandlung, damit diese sich als Waise ausgab. Zu dieser Zeit mieteten Clara und Katharina ein großes Haus in einer kleinen Stadt. Annika hatte dort ihr eigenes Zimmer, das sehr schön eingerichtet war und mit einer Menge Spielzeug, Kleidung und allem, was sich ein Teenager-Mädchen nur wünschen kann, ausgestattet war. Die Folterungen von Claras leiblichen Söhnen gingen jedoch weiter. Anstelle eines Zimmers wurden sie in den Keller gebracht. Die Wände des Raumes wurden mit Schalldämmung versehen, damit niemand ihre Schreie hören konnte, und die Fenster wurden vernagelt. Die Jungen durften nicht auf die Toilette, sodass sie ihre Notdurft in demselben kleinen Raum verrichteten. Dafür wurden sie zusätzlich bestraft, indem man sie zwang, ihre eigenen Exkremente und Erbrochenes zu essen. Sie mussten auf dem harten Boden schlafen. Das einzige Hygienemittel war ein Eimer mit kaltem Wasser, den man über Jakob und André ausgoss. Der Höhepunkt dieser unmenschlichen Behandlung war das Essen von Fleisch. Auf Befehl der heiligen Annika und des mysteriösen Doktors schnitt Clara ohne jegliche Betäubung ein Stück Fleisch aus dem Gesäß eines der Söhne heraus und verbrannte die Wunde anschließend mit einer Zigarette. Es gab mehrere Versionen darüber, was sie mit dem Fleisch gemacht haben. Entweder haben sie es selbst gegessen oder es den Gefangenen zu essen gegeben. In jedem Fall war es schrecklich. Jakob und André fungierten als Märtyrer, die angeblich die Sünden der Menschheit sühnen sollten. Alles endete, als im Mai 2007 ein Nachbar beim Einstellen eines Babyphones, das er für sein Kind gekauft hatte, versehentlich eine Verbindung zu einer Kamera herstellte, die in dem Haus der Maorovas installiert war. Warum Clara sich bereit erklärte, an den Misshandlungen ihrer eigenen Söhne teilzunehmen, ist unbekannt. Möglicherweise lag der Grund dafür in einer nicht diagnostizierten psychischen Störung. Sie war eine leichtgläubige, naive und leicht zu manipulierende Frau, die davon überzeugt werden konnte, dass ihre Kinder Monster seien. Ihre Schwester Katharina war Teil der Manipulation. Sie wusste viel mehr, als sie sagte, und hatte offenbar einfach Freude daran, ihre Neffen zu quälen. Katharina verschwieg ihrer Schwester Clara die wahren Informationen über Annika und den seltsamen Arzt, sowie über die Menschen aus dem Cottage im Wald. Die Polizei befreite Jakob und André aus dem schrecklichen Keller. Jetzt waren sie in Sicherheit. Die Kinder durchliefen eine lange Rehabilitation und konnten zu einem normalen Leben zurückkehren. Nachdem sie sich ein wenig von dem Erlebten erholt hatten, erzählten Jakob und André den Beamten, was ihnen widerfahren war. Erst dann erfuhren die Behörden vom Ausmaß der Misshandlungen und Folterungen, denen diese Jungen ausgesetzt waren. Der 13-jährigen Annika gelang es jedoch, aus der vorübergehenden Unterbringung zu fliehen. Sie war nirgends zu finden. Das ist nicht verwunderlich, denn in Wirklichkeit gab es keine Annika. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass das Mädchen zu den Opfern gehörte, und es wurde viel Aufwand in die Suche nach ihr gesteckt, da man davon ausging, dass Annika direkt aus dem Heim entführt worden war. Doch dann erhielt die Polizei einen Brief,
in dem Anika behauptete, dass ihre Mutter Klara unschuldig sei und Ondrej und Jakob dreist lügen würden, wenn sie erzählen, dass sie im Keller festgehalten worden seien. Natürlich glaubten die Ermittler dem Brief nicht, da sie mit eigenen Augen gesehen hatten, was die Kinder durchgemacht hatten. Aber etwas an dieser Nachricht kam ihnen verdächtig vor. Die Polizisten bemerkten, dass die Grammatik, der Stil und die Sprache für einen 13-Jährigen zu ausgereift waren. Und das weckte bei ihnen ernsthafte Zweifel. Nun begannen die Behörden, noch intensiver nach Anika zu suchen. Sie hängten ihre Fotos in der ganzen Stadt aus. Einer der Anrufe, die bei der Polizeistation eingingen, war wirklich schockierend. In diesem Moment erfuhren die Ermittler, dass das Mädchen Anika in Wirklichkeit nie existiert hatte. Anikas richtiger Name war Barbora Škrlová und sie war keine 13-jährige Teenagerin. Sie war eine 33-jährige Frau, ein paar Jahre älter als ihre Adoptivmutter Klara. Wie die Protagonistin der Geschichte des Films, das Kind der Dunkelheit, litt sie an einer seltenen Krankheit, Hypopituitarismus, der ihr Wachstum stoppte und ihr kindliche Proportionen bewahrte. Hypopituitarismus ist eine endokrine Störung, die mit einer unzureichenden Hormonproduktion verbunden ist. Aber der Film war kein Vergleich zu dem, was wirklich passiert ist. Barbora Škrlová wurde am 20. Juli 1974 geboren und war das älteste von 3 Kindern. Seit ihrer Kindheit litt sie unter einer Vielzahl von psychischen Problemen. Insbesondere wurde bei ihr eine dissoziative Persönlichkeitsstörung und Schizophrenie diagnostiziert. Barbora wuchs in Tschechien in einer Familie auf, in der ihre Mutter alkoholabhängig war und ihr Vater fast immer abwesend war. Dadurch fühlte sich das Mädchen einsam und verlassen. Aufgrund einer seltenen Erkrankung namens Hypopituitarismus produzierte Barboras Hypophyse nicht genügend Wachstumshormone, was zu einer Verzögerung ihrer körperlichen Entwicklung führte. Äußerlich sah sie viel jünger aus als ihre Altersgenossen und Erwachsene behandelten sie oft wie ein Kind. Barbora konnte sich mit dieser Behandlung nicht abfinden und begann, ihren Zustand zu manipulativen Zwecken zu nutzen. Sie gab vor, ein Waisenkind zu sein, das Pflege und Aufmerksamkeit brauchte, damit die Erwachsenen ihr halfen und sie in ihre Häuser aufnahmen. Als Teenager täuschte Barbora mit ihrem unglücklichen Aussehen eine Familie, die sich bereit erklärte, das arme Mädchen zu adoptieren. Während des Verfahrens flog der Betrug jedoch auf und Barbora wurde zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Nachdem sie aus der Klinik geflohen war, versuchte das Mädchen dasselbe mit einer anderen Familie zu tun. Der Betrug flog erneut auf und diesmal schickten Barboras eigene Eltern sie zur Behandlung in eine andere psychiatrische Einrichtung, wo sie eine lange Zeit verbringen musste. Barbora wurde aus der Klinik entlassen, als sie bereits über 20 Jahre alt war. Barbora lernte Klara und Katharina bei ihrer Arbeit im Sozialzentrum kennen. Sie waren fast gleich alt und verstanden sich auf Anhieb. Alles lief normal, bis Barbora, die nach Aufmerksamkeit hungerte, wieder ein Kind werden wollte. Aber als sie sich das letzte Mal als Waise ausgegeben hatte, war sie entlarvt worden. Die Frau wollte nicht in die Psychiatrie zurückkehren und beschloss daher, ihre Pläne ihrer Freundin Katharina mitzuteilen. Jeder vernünftige Mensch an Katharinas Stelle hätte wahrscheinlich abgelehnt, aber sie willigte überraschenderweise ein. Keiner ihrer Kollegen ahnte, wo Barbora plötzlich verschwunden war. Währenddessen arbeitete sie zusammen mit ihrer Freundin fleißig daran, wie ein Kind auszusehen. Barbora griff zu extremen Maßnahmen. Sie nahm stark ab und verlor mehr als die Hälfte ihres Gewichts, um jünger auszusehen. Sie begann, bunte Kinderkleidung mit Comicfiguren zu tragen. Außerdem unterzog sie sich einer Brustverkleinerung und einer Fettabsaugung. Sie war zu allem bereit, um sich in ein kleines, hilfloses Waisenkind zu verwandeln. Einige Monate später, nachdem sie sich von der Operation erholt hatte, war Barbora bereit für ihr neues Aussehen. Zusammen mit Katharina erfanden sie eine falsche Vorgeschichte für das Mädchen Anika, das bis zum Alter von 13 Jahren viel Mobbing erlebt hatte. Um den Effekt zu verstärken, erfanden die Mädchen eine nicht existierende Diagnose: Leukämie. All dies wurde nur getan, um Klara zu rühren. Katharina und Barbora zeigten sich sehr einfallsreich. Zunächst mussten sie Dokumente fälschen, die die Identität bestätigten. Dann mussten sie ärztliche Atteste beschaffen, die die tödliche Diagnose bestätigten.
Drittens musste Annika sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen, um eine Bescheinigung für die Adoption zu erhalten. Da vereinbarte Katharina mit der Tochter ihres Nachbarn, dass sie die Rolle einer Waise spielen sollte. Die mysteriöse Ärztin, die der Mutter seltsame Empfehlungen bezüglich ihrer Söhne und ihrer Adoptivtochter gab, war Barbara selbst. Clara war von der rührenden Geschichte des Waisenkindes so bewegt, dass sie gar nicht bemerkte, wie die 13-jährige Annika für sie zu einer Art spiritueller Mentorin wurde, die die verletzliche Frau geschickt manipulierte. Katharina erzählte ihrer Schwester nicht, wer Annika wirklich war. Im Gegenteil, sie tat alles, um zu verhindern, dass die Täuschung aufflog. Sie fälschte Dokumente und Krankenhausbesuche. Es war Katharina, die das Nachbarmädchen, das im Gegensatz zu Annika ein echter Teenager war, vor das Adoptionsgericht brachte. Barbora und Katharina gelang es, das Rechts- und Gesundheitssystem zu täuschen, und da offiziell bestätigt wurde, dass Annika 13 Jahre alt, eine reale Person und eine Waise war, erhielt Clara die Erlaubnis, das Mädchen zu adoptieren. Warum also schlich sich eine 33-jährige Frau, die sich als 13-jähriges Mädchen ausgab, in Claras Familie ein und zerstörte sie im wahrsten Sinne des Wortes? Es schien, als sei sie nicht auf finanziellen Gewinn aus, sondern genoss es einfach, andere Menschen zu verspotten. Die Antwort auf diese Frage lag in der Familie von Barbora Šklova verborgen. Ihr Vater, Josef Skrylow, war Mitglied einer Sekte namens Grail Movement, die für ihre Grausamkeit und ihre Methoden der Gedankenkontrolle bekannt war. Josef leitete die tschechische Abteilung. Diese Sekte brach Menschen, um sie nach eigenem Gutdünken umzugestalten. So wurde beispielsweise 2008 ein Anführer der Bewegung verhaftet, weil er seine Anhängerinnen als Sklavinnen gehalten hatte. Der Mann zwang die Frauen zur Sklavenarbeit, misshandelte sie und unterzog sie physischen und psychischen Strafen. Die Haftbedingungen waren so schrecklich, dass eine der Frauen starb. Genau das führte zur Verhaftung des Sektenführers. Glücklicherweise konnten die übrigen Gefangenen befreit werden. Die Grundüberzeugung der Sekte bestand darin, dass die Anhänger durch gute Taten nach dem Tod in den Himmel kommen könnten. Noch wichtiger war jedoch, dass sie durch diese guten Taten von ihren Sünden befreit wurden. Das heißt, die Mitglieder der Sekte konnten ungestraft gegen das Gesetz verstoßen, andere beleidigen und tun, was immer sie wollten, da sie wussten, dass all dies im Namen des höheren Wohls der Menschheit geschah. Die Anhänger dieses Kultes hatten strenge Überzeugungen in Bezug auf die Disziplinierung von Kindern. Sie glaubten, dass eine gute Erziehung strenge Disziplin erforderte und dass Grausamkeit gegenüber Kindern sie zu guten Menschen machte. Angesichts der Tatsache, dass Barboras Vater der Anführer dieses Kultes war, ist es nicht verwunderlich, dass sie und ihr Bruder Anhänger wurden. Später schloss sich ihnen auch Katharina an. Die Frauen wollten, dass auch Clara Teil ihrer Sekte wurde. Sie haben ihr so sehr das Gehirn gewaschen, dass sie ihre Kinder selbst der Folter preisgab. Die Kamera im Keller hing dort, damit andere Sektenmitglieder das Leiden von Jakob und Ondrej sehen konnten und um sie zu kontrollieren, wenn niemand zu Hause war. Die Männer und Frauen der Sekte Grail Movement, die die Qualen der Brüder beobachteten, wurden nicht strafrechtlich verfolgt. Später stellte sich heraus, dass die Sektenmitglieder die Misshandlungen von Jakob und Ondrej im Darknet veröffentlichten und mit den Videos Zehntausende Dollar verdienten. Nachdem die Polizei all diese Informationen erhalten hatte, verhaftete sie Jan Tarek, Hanna Basova und Jan Skrylow, die in dem Cottage im Wald lebten. Aber Barbora, die Hauptverdächtige, war immer noch auf freiem Fuß. Die Sekte Grail Movement half ihr, mit gefälschten Dokumenten eines anderen Kindes das Land zu verlassen. Es stellte sich heraus, dass Barbora nicht nur ihren Namen geändert hatte, sondern auch zu einem Jungen namens Adam geworden war. Sie versteckte sich in Norwegen. Die Frau rasierte sich den Kopf und gab sich mehrere Monate lang als stiller Teenager aus, der angeblich aus Kalifornien nach Oslo gekommen war. Als Lehrer und andere Schüler begannen, einige Seltsamkeiten an dem schweigsamen Jungen zu bemerken, verschwand er. Barbora war einfach aus dem Heim geflohen. Die norwegische Polizei suchte nach dem jungen Adam und erfuhr erst später, dass es sich in Wirklichkeit um die 33-jährige Barbora Šklova handelte. Die Frau wurde im Januar 2008 gefasst und nach Tschechien abgeschoben, um sich dort für ihre Taten vor Gericht zu verantworten. Der Prozess löste in der Bevölkerung große Resonanz aus.
Alle Angeklagten wurden für schuldig befunden, aber die Strafen fielen unterschiedlich aus. Clara und Katharina Maurowi erhielten die härtesten Strafen, 9 und 10 Jahre. Jan Tarek erhielt 5 Jahre. Jan Skrylov und Hanna Bassowa erhielten jeweils 7 Jahre. Mittlerweile sind alle 6 Straftäter wieder auf freiem Fuß. Sie gehen ruhig auf die Straße und leben ihr Leben. Barbora, die zur Hauptfigur in diesem Fall wurde und deren Geschichte zu einer modernen urbanen Legende wurde, erhielt eine schockierend geringe Strafe. Nur 5 Jahre. Die Frau erschien vor Gericht mit einem Teddybären in den Händen und einem Kinderbuch unter dem Arm, offenbar in der Hoffnung, dass sie als minderjährige oder als psychisch kranke Person freigesprochen werden würde. Die Untersuchung ergab jedoch keine psychischen Probleme bei Barbora, die ihre Handlungen rechtfertigen könnten. Die Frau behauptete bis zuletzt vor Gericht, dass Jakob und Ondrej das Problem gewesen seien, dass sie gemobbt hätten und daher eine solche Behandlung verdient hätten. Die Frage, warum Barbora sich als Teenager ausgab und sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in fremde Familien einschlich, blieb unbeantwortet. Man kann nur vermuten, was diese Frau dazu bewogen hat. Nach ihrer Freilassung änderte Barbora erneut ihre Identität und verschwand in unbekannte Richtung. In lokalen Zeitungen wurde geschrieben, dass Skrylova sich in einem abgelegenen Dorf niedergelassen habe, weit weg von anderen Menschen. Viele sind jedoch überzeugt, dass sie erneut unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in eine Familie eingedrungen ist und sich als eine andere Person ausgibt. 2 Jahre nach dieser Geschichte, im Jahr 2009, kam ein amerikanischer Psychothriller mit dem Titel »Das Kind der Dunkelheit« in die Kinos. Die Hauptfigur Esther wurde von der Geschichte von Barbora Skrylova inspiriert, einer grausamen Manipulatorin, die an einer seltenen Krankheit litt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.